Ich-Grenze? Nee, Ich-Grenze habe ich noch nie gehört. Wat? Een ik-grens? Daar heb ik nog nooit van gehoord. I have never heard about the concept of self-boundary. Can you explain this to me? ¿Límites personales? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Wir alle haben eine psychisch-seelisch-mentale Innenwelt. Zu unserer mentalen Innenwelt gehört auch eine mentale Außenwelt. Die Innenwelt hat eine Grenze, die sie von der Außenwelt trennt und sie gleichzeitig mit ihr verbindet. In der Beziehung zu unseren Mitmenschen gibt es 3 mentale Räume: die eigene Innenwelt, die Innenwelt der anderen und den Raum dazwischen. In unserer psychischen Innenwelt finden wir visuelle und akustische Bilder, alte und neue Erfahrungen, angenehme und unangenehme Gefühle, eigene und fremde Ansichten, einfache und schwierige Aufgaben sowie passende und unangemessene Verantwortungen. Wir nennen sie hier Begaf-Elemente. Wir können die Innenwelt metaphorisch mit einem inneren Garten vergleichen. Die Blumen, Pflanzen und Bäume symbolisieren hier die verschiedenen Begaf-Elemente. Ein Garten ist etwas Lebendiges, das sich entwickelt, verändert und entfaltet. Der Garten sieht heute anders aus als gestern und morgen schon wieder anders als heute. Genauso verhält es sich auch mit unserem psychischen Innenraum. Wir können unseren inneren Garten selbst gestalten. Und zwar so, dass wir uns mit unseren Bildern, Erfahrungen und Gefühlen in unserer Innenwelt wohlfühlen. In unserem metaphorischen Bild ist der Gartenzaun die sogenannte Ich-Grenze, die uns schützt und uns innere Geborgenheit schenkt. Das Tor wiederum macht es möglich, in die Außenwelt zu gehen und von dort auch Besuch zu empfangen. Wir können unsere Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen lenken und uns auch innerhalb des eigenen oder zwischen den mentalen Räumen bewegen. So können wir im eigenen Raum verweilen oder die Innenwelt verlassen und in die Außenwelt gehen. Wir können auf den Innenraum einer anderen Person zugehen und anklopfen und mit Erlaubnis der anderen Person in ihre Innenwelt eintreten. Weil wir in der Lage sind, unseren Standort und die Richtung unserer Aufmerksamkeit zu verändern, können wir unsere Bilder, Erfahrungen, Gefühle, Ansichten, Aufgaben und Verantwortungen miteinander austauschen. Begaf-Elemente können sowohl angenehm als auch unangenehm sein. Unangenehme Erfahrungen oder Gefühle werden häufig unbewusst ausgetauscht. So kann beispielsweise ein belastendes Gefühl wie Frustration beim anderen hinterlassen werden. Genauso können Elemente aber auch weggenommen werden. Zum Beispiel können wir einer anderen Person die gute Laune oder ihre Zuversicht wegnehmen. Etwas, das einen selbst belastet, bei jemand anderem unerlaubt zu deponieren, ist eine Grenzüberschreitung. Ein angenehmes Gefühl oder Bild dem anderen ohne Zustimmung wegzunehmen, ist auch eine Grenzüberschreitung. Beides führt zu Unstimmigkeiten oder sogar zu Streit. Das bedeutet, wenn wir uns unserer eigenen Ich-Grenze bewusst sind, diese pflegen und die Ich-Grenze der Mitmenschen wahrnehmen und respektieren, wird viel Zwischenmenschliches einfacher, schöner und friedvoller. Ja, das war sehr interessant. Ich denke, das kann uns allen im täglichen Miteinander sehr helfen. Wat fijn dat we dus allemaal een ik-grens hebben. Knowing that I have a self-boundary makes me feel proud. Ah, me di cuenta que tengo buenos límites personales y disfruto de ellos todos los días.